Oh shit, bin irgendwo drauf getreten. Das beste Airsoft-Gewehr nützt nichts, wenn man auf so eine blöde Mine getreten ist. Willkommen beim Review von der Novritsch SR77. Intros durch, da bin ich wieder. Ja, ihr habt es gesehen, heute bei mir im Review ein Elektro-Tacker. Warum ist bei Bruce ein Elektro-Tacker? Normalerweise steht er doch auf GBBs, wie hier die GAK Steyr-AUG A2. Da hatte ich ja auch schon mal ein Review zu gemacht. Für mich eines der besten Bullpup GBB Gewehre überhaupt. Macht ordentlich Spaß, absolut realistisch gebaut. Gas alle. Das ist natürlich schlecht. Besonders wenn man ein Airsoft-Spiel ist. Und das ist auch eins der Nachteile, wenn man mit einer GBB auf ein Airsoft-Spiel geht. Man ist erstens mal technisch total unterlegen, abhängig von den Witterungsverhältnissen. Die Magazine sind teuer. Ich habe dazu auch mal ein Vergleichsvideo gemacht. Denn gegen AEG und jetzt gerade neu HPA-Spieler hat man kaum eine Chance. Aber für alle, die dieses Design lieben und trotzdem auch mal spielen wollen, so wie ich, gibt es jetzt von Novritsch, ich packe es mal zur Seite, endlich, und das Wort endlich passt auch total, eine Steyr-AUG von der Firma Novritsch. Vor 4 Jahren kam die erste AEG auf den Markt von Novritsch. Das war aber ja das 405 Millionste AR-15 Modell auf den Markt. Und ich dachte, warum bringt Novritsch keine Steyr-AUG auf den Markt? Ich denke mal, er hatte Schiss und wollte, wenn er schon startet, mit etwas starten, ja, was jeder mag, ein AR-15 Modell. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, Steyr-AUG, das ist geil. Ja, und 4 Jahre hat es jetzt gedauert und er hat es jetzt endlich auf den Markt gebracht. Ich habe da auch mal einen Kommentar, glaube ich, zu der SSR 15 geschrieben, damals bei Novritsch. Wenn ich das finde, blende ich euch das ein, dass ich das überhaupt nicht verstehe. Aber jetzt ist ja alles gut. Novritsch hat reagiert und hat uns ein klassisches Steyr-AUG A1 geliefert. Produktbezeichnung bei ihm ist SSR 77 angelehnt an SGR 77, Sturmgewehr 77, denn das Steyr-AUG, ja, ist die Dienstwaffe der österreichischen Armee bis heute. Ich glaube, aktueller Stand ist jetzt die A3 SAM2, blende ich euch hier ein. Und das ist auch gut, dass ich euch das einblende, denn von Novritsch gibt es 2 Modelle. Einmal hier die klassische A1-Variante für 329 €, genau. Und dann gibt es eine A2, das ist so mit Picatinny Rail und M-Lock Handguard. Und das Ganze sieht schon sehr, sehr nach der SAM2 aus. Die blende ich euch da unten ein. Das kostet 349 €. Das Schöne ist, wenn ihr euch für irgendwas festlegt, jetzt hier wie ich mit der A1, könnt ihr auch im Nachhinein sagen, ich möchte es doch ein bisschen taktischer haben. Ihr könnt euch auch den Receiver, den Handguard auch noch nachkaufen. Ich glaube, der Receiver kostet 49 €, der Handguard 50 € und dann könnt ihr euch da auch eine A2 draus bauen. Und natürlich auch umgekehrt für alle, die eine A2 haben und denken, eigentlich wäre mir noch klassisch lieber, die können das auch tun. Alles kein Problem. Ja, großen Dank erstmal an die Firma Novritsch, dass sie ja gesagt haben, denn ich habe einfach mal frech angefragt, ich hätte gerne das A1 und wenn möglich, wäre es schön, wenn das schnell geht, denn ich war bei Airsoft Operation, habt ihr ja gesehen im Intro, bei der Operation Flashback und da habe ich das Teil ordentlich genutzt und ich muss ehrlich sagen, ich habe es nur ausgepackt, Kugeln rein, Hop-Up einjustiert und los ging's. Also Hop-Up-Gummi war noch überhaupt nicht eingeschossen und das Ding lief out of the box tadellos. Am Anfang sind die Kugeln noch so ein bisschen, naja, hoch und runter geflogen, aber dann, ich weiß nicht, wie viel Schuss ich rausgehauen habe, so nach 300, 400 Schuss ging das Ding wie eine Schnur und ich war absolut begeistert. Aber ich teaser jetzt schon wieder den Schluss, ja, wir sind ja ganz am Anfang. Lasst uns erstmal starten mit dem Lieferumfang. Ihr habt es ja schon gesehen, die Steyr-AUG wird hier in diesem Karton geliefert mit einer Abbildung. An der Seite hier einmal Novritsch, auf der Rückseite auch nochmal die Modellbezeichnung. Machen wir den Karton mal auf. Die Airsoft selber ist
schön gut gepolstert, sodass sie euch nicht kaputt geht. Einmal hier durch so eine Schaumstoffdecke. Dann haben wir hier einmal eine Anleitung mit den minimalistischen, ja, wichtigen Infos. Alles andere könnt ihr euch hier über den QR-Code ziehen. Da kommt ihr auch zu Beispielvideos, wie man die Airsoft hier wartet, auseinander nimmt und so weiter. Dann haben wir natürlich die Airsoft selber. Wie ihr seht, zweiteilig. Einmal der Reinigungsstab, dann der Lauf, die Waffe und dann gibt es dazu auch noch ein 180 Schuss mit Cap-Magazin. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir hier das SSR 77 zusammenbauen. Das Coole, das Ganze passiert hier genauso wie bei der Real Steel und das feiere ich total ab. Aber es war auch das erste, was mich gleich gefrustet hat. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Zunächst mal ein kleiner Tipp. Wenn ihr die A1-Variante habt, dann klappt den vorderen Handschutz in die unterste Position. Dazu den Handschutz Richtung Laufende ziehen, nach unten klappen und dann rastet er ein. So, das ist eigentlich schon mal wie beim Original. Das zweite ist, ihr nehmt den Ladehebel, bringt ihn in die hintere Position, zieht ihn nach oben, sodass er hier in die Parkposition geht und der Verschluss hinten ist. Und dann ist es eigentlich ganz easy. Ihr nehmt den Lauf, führt ihn hier ein. Ja. Und dann habt ihr hier an der Stelle hier so eine Nase, dieser kleine Stift, der da rausguckt. Der muss genau in die passende Öffnung rein. Und jetzt könntet ihr eigentlich den Lauf ein bisschen mehr reindrücken. Geht aber bei mir nicht. Und das liegt an dem Problem. Ich ziehe es ja noch mal raus. Ich hoffe inständig, dass es bei euch nicht so ist, dass ich nur ein Montagsmodell habe. Wir haben hier das Nozzle und wenn ich den Lauf reindrücke, stülpt sich sozusagen die Hop-Up-Kammer über das Nozzle und dann könnt ihr verriegeln. Bei mir ist es aber nicht so. Das Ganze ist nicht passgenau. Es stößt nur einen Millimeter an das Nozzle und wenn ich es reindrücke, drücke ich das Nozzle in die Gearbox. Und ja, das ist nicht so ein Zweck. Also hier ist die Passgenauigkeit nicht gegeben. Ich muss mit einem Sechskantschlüssel das Nozzle nur einen Millimeter, nicht mal einen Millimeter, nur ein bisschen nach unten drücken und dann geht der Lauf rein. Ich zeige es euch mal. Also wie gesagt, reinstecken, auf die Führung achten. So, normalerweise könnt ihr es jetzt reindrücken, indem ihr jetzt die Laufverriegelung weitermacht. Geht bei mir nicht. Ich muss jetzt mich darum kümmern, dass alles hier passgenau ist. Ich zoome mal ein bisschen ran. Seht ihr hier das Silberne? Das ist hier das Nozzle und wenn ich jetzt hier den Lauf weiter reinstecke, könnt ihr ihn hier auch sehr gut sehen. Und jetzt müsste man das eigentlich weiter reindrücken können. Und wenn ich das weiter reindrücke, seht ihr hier, wird das Nozzle nur nach hinten gedrückt. Ich muss das Nozzle Mühe nach unten drücken, damit das Ganze funktioniert. Und das mache ich immer so, ich stecke den Lauf noch mal ein Stück zurück. So. Und dann nehme ich mir einfach einen Sechskantschlüssel, stecke den hier rein, sodass ich das Nozzle ein Stückchen nach unten drücken kann und popel mir jetzt den Lauf. Ja, das reicht schon. Ein bisschen rüber. Ja, und dann kann ich nämlich den Lauf weiter reindrücken bis in diese Position. Und dann nimmt ihr hier den Knopf, die Lauфentriegelung, einmal drücken und den Griff in die gerade Position, bis es einrastet. Und dann habt ihr den Lauf montiert und könnt den Verschluss wieder in die vordere Position bringen. Ihr seht, nicht so einfach. Das war bei mir auf jeden Fall der erste Frust, weil ich dachte, oh, Lauf rein, zack, bumm, los geht's. Aber es hat halt gehakt. Und wie gesagt, nur nicht mal einen Millimeter, nur ein bisschen nach unten drücken das Nozzle und dann flutscht das. Deswegen geht bei mir der Lauf auch schwerer raus. Ich zeige euch gleich mal, wie man den Lauf wieder rausnimmt. Also eigentlich auch so wie beim Original. Ihr nehmt wieder den Verschluss in die hintere Position, lässt ihn einrasten. Dann drückt ihr hier den Laufentriegelungshebel Richtung Griff. Dann könnt ihr ihn etwas andrehen und dann könnt ihr ihn normalerweise ganz leicht rausziehen. Aber bei mir hakt das jetzt auch wieder. Ich muss ein bisschen drücken. So. Und dann den Lauf wieder raus. Ich mache es nochmal rein. So. So. Dann muss ich wieder umdrehen. Mit dem Sechskantschlüssel hier wieder ein bisschen das Nozzle runterdrücken, ganz vorsichtig. So. Laufentriegelung einrasten lassen und dann Verschluss nach vorne und das war's. Also wenn man ein bisschen geübt hat, geht es auf jeden Fall, aber ich hoffe, bei euch geht es einfacher.
Ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit ihr euch die SSR 77 etwas genauer und in Ruhe anschauen könnt. Ja, Thema Verarbeitungsqualität, Passgenauigkeit und Ersteindruck. Ja, Passgenauigkeit habt ihr schon gesehen, da hat es bei meinem Modell ja schon am Anfang etwas gehakt im wahrsten Sinne des Wortes beim Zusammenbauen von Lauf und Gehäuse. Ich hoffe, dass es bei euch nicht so ist. Wenn das mal vonstatten gegangen ist, das Zusammenbauen, wie von mir, gibt es eigentlich nur noch einen positiven Eindruck. Allein das Gewicht, wir haben hier 3,5 Kilo. Wenn ihr die Airsoft zum ersten Mal aus dem Karton nimmt und in die Hand hält, dachte, mein Gott, für 329 € so ein Brocken. Und das fässt sich auch absolut wertig an, wenn ihr die Waffe im Anschlag nimmt. Absolut, ja, ihr denkt ja, hier geht nichts kaputt und das macht auch der Kunststoff. Der ist absolut stabil, verwindungssteif. Man hat nicht den Eindruck, dass das kaputt bricht, wenn es mal runterfällt. Und mir ist es auch schon runtergefallen beim Spiel. Ihr seht hier hinten dieses Schnarzen, ja, das ist mir mal richtig böse auf den Stein gefallen. Also zum Glück ist hier nichts zerkratzt, es ist wirklich hier nur auf den Schaftkappe gelandet. Ansonsten sieht das wirklich noch tadellos aus. Vorderbereich, wir haben ja an Metallen eigentlich nur Aluminium von vorne bis nach hinten. Alle Stahlteile, sind hier die Gewehrriemenaufnahmen hier vorne und hier hinten. Und im Inneren sind auch noch ein paar Stahlelemente verbaut. Ansonsten von außen alles aus Aluminium. Die Passgenauigkeit zwischen ja, Kunststoff und Metall absolut wertig. Hier wackelt nichts, ja, ist richtig fest. Der Handgriff vorne ist ein bisschen wackelig. Auch in jeder Position, wenn ich den jetzt mal nach vorne fahre, hat er auch ein bisschen Spiel. Das Schöne ist, wir können den vorderen Handgriff in 3 Positionen bringen, genau wie beim Original, also in dieser Position, denn in dieser leicht angeschrägten Position, das ist dazu da, dann könnt ihr nämlich das Gewehr in so einen Ast einhängen, um ja, präzise schießen zu können und natürlich in der Position, wo es natürlich absolut griffig ist. Ja, kommen wir zur Gewichtsverteilung. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für alle, ja, sagen wir mal AR-15-Spieler und Kalaschnikow-Spieler. Bullpup ist das Gewicht mehr so in dem hinteren Bereich. Und hier bei der SAEG ist es sogar noch ein bisschen schlimmer, da hier hinten ja auch noch die Gearbox verbaut ist. Haben wir hier kein ausbalanciertes System, was sich so ein bisschen mittig hält, sondern es geht, ihr seht, geht etwas nach hinten, stört aber beim Schießen und beim Handling überhaupt nicht, denn ich nehme die Waffe mal in Anschlag. Ihr habt halt die ganze Gewichtsverteilung jetzt hier hinten in der Schulter. Ihr könnt auch die Airsoft ohne Probleme einhändig schießen, ohne dass es groß wackelt. Und das ist halt das Coole an einem Bullpup-System. Kurz, kompakt und richtig führig. Und das Schöne ist, ihr könnt es sogar noch kürzer machen, aber das zeige ich euch dann später. Weiter geht's mit den technischen Daten. Die blende ich euch wie gewohnt hier auf der Seite ein. Novritsch SSR 77 mit einem satten Gewicht von 3,5 Kilo, Gesamtlänge 805 mm, Lauflänge 510 mm, System SAEG, Kaliber 6 mm, Magazinkapazität 180 Schuss. Haben wir eine angegebene Leistung von 1,6 Joule bzw. 344 FPS, also mein Modell, was ich mir hier bestellt habe. Ihr könnt bei Novritsch auch eine abgespeckte Variante wählen mit 1,1 Joule. Novritsch selber empfiehlt 0,32 Gramm BBs für diese Airsoft. Hatte ich bei meinem Airsoft-Spiel auch so verwendet und war auch absolut glücklich. Das Ganze werde ich jetzt gleich für euch im Chrono nachmessen. Einmal mit 0,2 und einmal mit 0,32. Und dann machen wir den Schusstest mal ausnahmsweise auf einem Airsoft-Spielfeld. Wann hat man schon mal die Chance als Sammler? Ja, und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Chrono, zunächst erstmal mit 0,2 Gramm BBs. Ich werde beim Schießen so schnell triggern, wie es geht, damit wir uns auch mal die Rounds per Second bzw. das Abzugsverhalten etwas genauer anschauen können. Und jetzt das Ganze mit 0,32 Gramm, also dem Gewicht, was Novritsch empfiehlt für das SSR 77.
So, ich schieße jetzt mit der Novritsch so auf circa, ich denke mal, sind 30 Meter auf diese Büchsen. Ich bin gespannt, ob ich was treffe. 0,32 Gramm Bibis. Ziemlich schwer, aber es geht. Also Manntreffer sind definitiv drin. Jetzt gehe ich mal ein Stückchen näher. Aus der Entfernung ist es natürlich super einfach. Mit dem Novritsch-Gewehr kann man natürlich auch hier schöne Kontrollen machen. Achtung! Novritsch-Gewehr! Gefahr! Also ich habe das Ding ja auch für das Spiel jetzt hier benutzt. Ich habe eine ganze Menge getroffen. Ich denke mal, bis 50, 60 Meter sind Treffer drin. Aber mal gucken, was wir noch so alles reißen können heute. Das war der Chrono und der Schusstest gewesen. Noch ein paar Worte zum Chrono. Wie ihr gesehen habt, die 1,6 Joule Max konnte ich nicht erreichen. Weder mit 0,2 noch mit 0,32 Gramm. Bibis, was interessant war, war das Abzugsverhalten. Ich habe ja versucht, mit beiden Fingern so schnell zu triggern, wie das geht, um zu gucken, wie viel Rounds per Second ich damit verschießen kann. Ist eigentlich dafür gedacht beim Chrono, wenn man mit einem Maschinengewehr unterwegs ist. Aber ich denke mal, das ist auch ganz interessant für Spieler, gerade hier in Deutschland, die viel Semi-Automatik unterwegs sind. Wie schnell kann man denn triggern? Denn wenn ich manchmal auf dem Airsoft-Spiel bin, da gibt es so viele, die triggern wie die Irren und hauen da die Bibis raus. Und bei den HPA-Spielern ist es noch schlimmer. Die sind ja schon fast wie die Minigun-Spieler unterwegs. Ist irgendwie auch, eine ganz andere Art des Spielens. Mag ich persönlich nicht. Obwohl... ich hatte auch die Minigun dabei, war schon doch ein bisschen geil, ja. Aber ich schweife schon wieder ab. Also ich wollte schauen, wie viel Schuss ich semi mit rausschießen kann in einer Sekunde. Und habe gesehen, so schnell war das nicht. Obwohl hier ist eine ETU verbaut, so eine elektronische Trigger-Unit, wo man halt auch schnell mit triggern könnte. Aber systembedingt hier diese Bullpup-Bauweise und... da wir hier einen 2-Wege-Trigger haben, wie beim Real-Steel-Vorbild, ist das schnelle Einzelschießen ein bisschen schwierig. Ich erkläre euch auch warum. Wie gesagt, 2-Wege-Trigger. Wenn ich den Abzug bis zum ersten Druckpunkt mache und ihn überschreite, habe ich Einzelfeuer. Drücke ich den Abzug bis zum Anschlag durch, befinde ich mich im Full-Auto-Modus und das Teil rotzt hier ordentlich raus. Aber nur außerhalb der Airsoft-Insel Deutschland, denn bei uns dürfen wir das leider nicht haben, denn laut Waffengesetz zählt alles, was 0,5 Joule überschreitet, als Waffe, auch wenn das hier für mich eigentlich nur ein Spielzeug ist, und Waffen dürfen in Deutschland kein Full-Auto haben, in Zivilhänden natürlich gesehen. Aber wie gesagt, anderes Thema. So, und das erklärt jetzt, um wieder daraufhin zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, ich alte Quatschtüte, wenn ich jetzt Einzelfeuer machen will, und ich konzentriert bin, muss ich also mich eigentlich immer nur auf dem ersten Weg befinden. Aber wenn man ein bisschen hektisch ist, ja, merkt ihr, dann überschreite ich den ersten Weg und dann habe ich natürlich einen längeren Reset-Punkt, bis ich wieder von vorne anfangen kann. Und dadurch erklärt sich das auch, dass ich hier nicht so schnelle Schussabgaben machen kann. Und das Abzugsgewicht ist auch im Vergleich zu anderen Airsoft-Modellen höher. Und da ermüdet der Finger natürlich. Habt ihr ja gesehen, wo ich glaube ich mit 0,32 dann geschossen habe, da konnte ich nicht mehr. Ja? Da hat der alte Herr, da war er schwach, da ging es nicht mehr. Aber nur dazu. Kommen wir jetzt noch zum Schusstest, muss ich auch noch mal kurz erzählen.
war ich auch absolut positiv überrascht. Ich glaube, am Anfang hatte ich es ja schon gesagt, ich hatte ja Norwich angeschrieben, ob ich hier die Steyr haben kann für einen Review, wenn es geht, richtig schnell, weil ich wollte die gleich zur Operation Flashpoint einsetzen. Und dann hatte ich die wirklich 2 Tage vorher bekommen. Habe sie nur mal schnell zusammengebaut, Akku reingeguckt, ob es überhaupt funktioniert. Und dann erst bei Airsoft Operation, beim Kronen, habe ich vorher ja, erstmal das Hop-Up eingestellt, Zielfernrohr eingestellt. Und dann bin ich sozusagen out of the box nach meinem Einstellen in das Spiel gegangen. Und den Schusstest, den ihr jetzt gesehen habt, da auf 30 Meter, obwohl ich sehe, wenn man sich das im Videomaterial anschaut, wie waren das schon fast 40 Meter. Aber egal, 30, 40 Meter, ihr habt gesehen, die Büchsen, hier, diese kleinen Büchsen, konnte ich richtig gut treffen. Und vielleicht habt ihr auch noch darauf geachtet, dass manche Bibis nicht richtig gerade geflogen sind, sondern so ein bisschen nach unten abgewichen sind. Das war halt auch ein Zeichen, dass das Hop-Up-Gummi noch nicht so richtig gegriffen hat. Da musste ich erstmal noch ein paar Schuss raushauen und das habe ich auch an dem Wochenende gemacht. Und dann lief das Ding wie ein Zäpfchen. Ja, ich konnte wirklich auf 50 bis 60 Meter ohne Probleme da die Leute raushitten. Hat mega Spaß gemacht und auch in der Kombination hier mit dem Dreifach-Zielfernrohr wunderbar. Also es hat mir richtig, richtig Freude gemacht. Und ich denke mal, wenn einer so ein bisschen technisch versiert ist und sich mit diesen Elektro-Tackern auskennt, ich bin da überhaupt nicht der richtige Ansprechpartner, der kann da bestimmt auch noch mehr rausholen, dass da noch mehr Leistung drin ist. Aber so, jetzt mein erstes Fazit, ich mache schon mal so ein kleines Zwischenfazit, für jemand, der da überhaupt gar keine Ahnung hat, so wie ich, und einfach nur ein Airsoft-Gewehr haben will zum Spielen, macht man nichts falsch, 3,29 auspacken, Hop-Up einstellen und los geht's. Absolut geil. Hat mich jedenfalls überrascht und das Ding ist definitiv jetzt meine neue Airsoft-Spielerwaffe. Die werde ich nicht mehr hergeben. Geil. Ja. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles durcheinander gebracht. Wir sind noch gar nicht am Ende. Machen wir jetzt eigentlich mit dem weiter, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Gucken wir uns die Details und Funktionen an. Genau so sieht es aus. Ich arbeite mich jetzt für euch von vorne bis nach hinten durch. Die Mündungsbremse besteht aus Aluminium, ist authentisch gefertigt und gesichert mit einer kleinen Madenschraube. Wenn ihr die etwas gelöst habt, könnt ihr diese abschrauben. Wir haben hier ein traditionelles 14 mm Negativgewinde. Das heißt, ihr könnt hier ohne Probleme Tracer oder Muzzle Flash Generatoren anbringen. Habt ihr auch beim Chrono gesehen. Das Coole ist, und dazu gehe ich mal ein Stückchen weiter, haben wir hier den Outer Barrel, den könnt ihr auch noch mal lösen. Mache ich jetzt auch mal. Ja. Und dann habt ihr hier noch mal einen 14 mm Negativgewinde. Wenn ihr euch von Norwich den kurzen Inner Barrel holt mit einer Länge von 385 mm, kostet glaube ich sowas um die 16 €, dann könnt ihr eure Airsoft noch verkürzen. Und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel hier jetzt wieder die Mündungsbremse drauf machen und dann habt ihr eine schöne, kurze und kompakte Bullpup. Wie das echte Vorbild verfügt hier die A1 über eine Slingaufnahme hier im vorderen Bereich aus Stahl und im Schaftbereich hier auf der hinteren Seite. Hier könnt ihr auch den Stift abnehmen und auf der anderen Seite wieder einstecken, wenn ihr hier die Slingaufnahme auf der rechten Seite haben wollt. Nochmal zurück hier zu dieser Position. Hier haben wir ein Zielfernrohr verbaut, wie beim Original mit einer Dreifachvergrößerung. Hat ein richtig schönes, klares Absehen, sodass ihr hier auch ja, eure Gegner schön aufs Korn nehmen könnt. Apropos Korn, wir haben hier auch Kimme und Korn hier oben angebracht, falls hier die untere Visierung mal ausfallen sollte. Zum Beispiel, ihr kriegt hier einen Bibi-Treffer rein. Ich hoffe, das passiert euch nicht. Aber ihr hättet dann auch nochmal die Möglichkeit, hier oben per Kimme und Korn zu visieren. Ich hoffe, ihr könnt das hier ganz gut sehen. Ihr könnt natürlich das Zielfernrohr auch ohne Probleme einstellen. Da habt ihr hier Einstellrädchen für Höhe und für die Seite. Schauen wir uns als nächstes den Ladehebel an. Der befindet sich auf der linken Seite und kann genauso wie beim Originalvorbild nach hinten gefahren werden. Loslassen, schneidet er wieder nach vorne. Ihr könnt ihn auch in die Parkposition bringen. Das hatte ich euch ja am Anfang gezeigt, wo wir den Lauf zusammengebaut haben. Und wenn ihr ihn in der hinteren Position habt, dann könnt ihr
hier ganz einfach das Hop-Up einstellen. Dann wird nämlich das Verschlussfenster geöffnet, ist nur so ein kleiner Fake-Verschluss. Ich mache den Verschluss mal vorne, ja, einrasten lassen. Dann könnt ihr hier das Hop-Up justieren. Wir haben wie beim Originalvorbild auch die Möglichkeit, hier das Patronenauswurffenster zu öffnen mit dieser Gummidichtung. Die nehme ich mal ab. Einfach abziehen. Und dann könnt ihr diese auch auf die andere Seite bringen. Da wir hier kein Patronenauswurffenster haben, ist es eigentlich egal, auf welche Seite ihr das anbringt. Ihr könnt es auch offen lassen, dann kommt ihr halt von beiden Seiten ganz gut an euer Hop-Up an. Ja, und dann Verschluss mache ich mal nach vorne und dann seht ihr nochmal, wie das Verschlussfenster sich schließt. Die SSR 77 hat natürlich auch eine Sicherung, die ist genauso aufgebaut wie beim Original. Die befindet sich hier hinter dem Abzug, ist hier dieser kleine Knopf. Wenn auf der rechten Seite der Knopf reingedrückt ist, ist die Waffe feuerbereit. Um die Waffe zu sichern, müsst ihr auf der anderen Seite, ich drehe das mal um, den Knopf hier wieder reindrücken und dann ist die Airsoft gesichert und der Abzug funktioniert nicht. Ist also schön von beiden Seiten zu bedienen, egal ob man Links- oder Rechtshänder ist. Und dann sind wir auch schon beim Magazin angekommen, beziehungsweise beim Magazinlöseknopf. Der ist genauso wie beim Original zentral hinter dem Magazin angebracht. Wer noch nie mit einer Bullpup geschossen hat, beziehungsweise mit einer Steyr AUG, der muss sich erstmal daran gewöhnen, denn das ganze Handling findet nicht vorne statt, sondern jetzt hinten. Um das Magazin rauszunehmen, greift ihr einfach nach dem Magazin und mit dem Daumen, der hier noch übrig bleibt, drückt ihr einfach den Knopf und dann könnt ihr das Magazin rausnehmen. So sieht es aus. Hat ein Fassungsvermögen von 180 Schuss. Ersatzmagazin kostet nur 15 Euro. Das Coole, das Magazin ist transparent und ihr könnt so ungefähr sehen, wie viel Bibis ihr noch zur Verfügung habt. Ich sage mir immer, wenn die erste Reihe hier noch zu sehen ist, dann habt ihr 50 Schuss. Wenn es einmal rumgeht und hier unten, dann habt ihr so ungefähr auch 150 Schuss. Da könnt ihr euch so ein bisschen daran orientieren. Ja, zum Einlegen einfach wieder reinsetzen und dann müsst ihr so lange drücken, bis es richtig klack macht. Ja? Ansonsten sitzt das Magazin nicht drin und die Bibis werden nicht gefeedet. Ihr müsst es ein bisschen üben mit dem schnell wechseln, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, geht das eigentlich ganz gut. Und da sind wir auch schon hinten angekommen bei der Schaftkappe. Die besteht aus Gummi und um den Akku einzulegen, müsst ihr diese abnehmen. Da habt ihr hier unten so eine kleine Kerbe, da müsst ihr aber richtig mit Gewalt dran pressen, um die abzuziehen. So sieht sie aus. Da haben wir hier so eine kleine Nase, die sorgt dafür, dass die Kappe in Haltung bleibt. Und das sitzt halt ziemlich stramm. Es kann sein, dass diese Nase vielleicht irgendwann mal abbricht, dann wird es das erste sein, was ihr tauschen müsst. Ja, und dann habt ihr hier im Inneren den Weg frei auf den Akku. Hier habt ihr so einen T-Stecker hier. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Hier habt ihr auch noch mal so eine kleine Schraube. Da ist das Federschnellwechselsystem. Da setzt ihr die Schraube an und dann könnt ihr ganz schnell die Feder rausnehmen und eine neue Feder reinmachen, wenn ihr hier was Stärkeres oder was Schwächeres montieren wollt. Ja, Akkuplatz ist ein bisschen gering. Da könnt ihr nicht diese ganz langen Stabakkus nehmen. Da gibt es hier diese Block-Akkus. Könnt ihr auch bei Novritsch kaufen. Ich weiß gar nicht, was da hier so ein Akku kostet. Ich glaube, sowas um die 30 Euro, müsst ihr mal gucken. Ist hier so ein 11,1er mit 1800 mA. Den hatte ich auch auf dem Spiel dabei und der hat ja die ganzen 2 Tage gehalten. Wenn ich den Akku anschließe, hört ihr so Tüt. Das heißt, die ETU hat das Ganze ja akzeptiert. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt hatte. Normalerweise ist die ETU programmierbar, aber nicht in dem Fall hier von der deutschen Variante, denn ihr könnt hier weder Full Burst oder Precocking einstellen. Das Ganze funktioniert hier nur semi und dieses Düt ist einfach nur ein Zeichen, dass die ETU funktioniert. Bevor wir zum Schluss kommen mit dem Review hier von der SSR 77 von Novritsch, möchte ich euch noch ein kleines Goodie zeigen, was ich absolut abfeiere, denn wir können diese SIG teilzerlegen, feldzerlegen, fast wie das Original. Dass man den Lauf entfernen kann, das habt ihr schon gesehen, aber man kann auch genauso wie beim Original hier den Receiver nach vorne abziehen. Ja, ich denke mal, das machen wir mal. Zunächst, wie gehabt, den Verschluss in die hinterste Position bringen und einhaken. Dann den Laufeldrehungsknopf drücken Richtung Griff, Griff andrehen und dann abziehen. Ja, dann könnt ihr den Lauf entfernen, das kennt ihr ja schon. Und jetzt geht es weiter. Um jetzt hier den Receiver
zu lösen, habt ihr jetzt hier, wie beim Originalvorbild hier, diesen Knopf. Zunächst bringt er den Verschluss wieder in die vordere Position, drückt den Knopf hier einmal rein und dann nur so lange, wie es einmal festhakt, ja, so diese Position, und dann könnt ihr den Receiver nach vorne abschieben. Absolut genial. Und so habt ihr die Airsoft teilzerlegt. Und da sind wir auch schon bei den Pro und Kontras angekommen. Heute die Novridge SSR 77, die Steyr-AUG aus dem Hause Novridge. Hätte auch schon vor 4 Jahren kommen können. So. Okay, fangen wir an. Zunächst pro Punkt muss ich auf jeden Fall sagen, Materialien und Verarbeitungsqualität. Der Kunststoff, absolut zufriedenstellend. Hier die Passgenauigkeit zwischen Receiver und Gehäuse, richtig genial. Die Präzision out of the box mit eingestellten Hop-Up auch richtig gut, 50 bis 60 Meter ohne Probleme möglich mit 0,32 Gramm BBs. Dann das Zubehör. Wir haben hier ja, die klassische Variante mit den Oliven-Stock, so wie es sein muss, hier mit dem integrierten Zielfernrohr, mit dem vorderen Griff. Ihr könnt auch die A2-Variante benutzen, die modernere hier mit der Picatinny-Schiene, mit den M-Lock Handguard, sodass ihr euch das auch modular aufbauen könnt. Da sind auch nochmal die ganzen Quick-Detach-Möglichkeiten für die Sling-Aufnahme dabei. Und wie gesagt, ihr könnt auch intern tauschen. Ihr könnt euch jetzt für 49 € den Receiver holen mit der Picatinny-Schiene, das M-Lock Handguard könnt das tauschen, oder umgekehrt, wenn ihr die A2 habt, könnt ihr auf klassisch gehen. Ihr könnt sogar auch hier diesen Body, der ist jetzt hier olivgrün, den gibt es bei Novridge auch in schwarz. Die A2-Variante kommt zum Beispiel in komplett schwarz, könnt ihr auch das tauschen. Also ihr könnt hier wild hin und her rumbauen, wie ihr möchtet. Und ich denke mal auch für alle diejenigen, die so gerne an elektrischen Systemen bauen, die können hier wahrscheinlich intern auch noch eine ganze Menge raushauen. So, denn was ich so gelesen habe, basiert hier diese Steyr-AUG auf das System von JG, und da gibt es ja auch einige Zubehörteile und Tuning-Parts. Ich denke mal, die könnte man hier auch bestimmt einbauen. Aber was ich so sage, muss nicht unbedingt stimmen. Wie gesagt, ich bin GBB-User, habe da keine Ahnung. Vielleicht haut Novridge da auch nochmal ein Review raus. Der kann wahrscheinlich wesentlich mehr über dieses System sagen. Ja, nächster positive Punkt ist der Außenlauf. Dass der zweiteilig ist. Ich kann den hier abschrauben, kann sozusagen dann auch diese Steyr-AUG noch ein bisschen kürzer und kompakter machen. Es gibt auch einen kürzeren Innenlauf zu kaufen für die Steyr-AUG, kostet auch nicht die Welt. Dann hat das Ding hier ein Federschnellwechselsystem, finde ich auch gut für diejenigen, die die Energie noch ein bisschen weiter runterschrauben möchten oder vielleicht sogar noch krasser haben möchten. Aber da denke ich mal, wird wahrscheinlich was nötig sein, dass er hier an dem System noch ein bisschen was umbaut. Hop-Up finde ich auch total cool, schön zugänglich hier von beiden Seiten, lässt sich ganz sauber einstellen, ohne viel, dass man sich die Fingernägel abbricht, und einmal eingestellt funktioniert das auch ohne Probleme. Die Präzision bleibt erhalten. Was auch noch gut ist, da spreche ich jetzt nicht für die Deutschen, sondern dass hier eine programmierbare ETU normalerweise mit dabei ist, wo ihr euch einstellen könnt, wie das Full-Auto-Verhalten ist, ob ihr Full-Auto haben wollt, ob ihr Burst haben wollt, wie viel Kugeln da beim Burst rausgehen soll, ob ihr ein Pre-Cocking haben wollt, also eine Vorspannung, bevor ihr schießt. Das alles könnt ihr einstellen, leider hier nicht, aber ich erwähne es auch nochmal, falls jemand zuguckt, ja, der sowas darf. Ich denke, gibt es ja auch welche. Ich habe ja auch ein paar Zuschauer aus der Schweiz und Österreich und auch in der ganzen Welt. Es ist einfach nur traurig, muss ich sagen, dass wir hier so beschränkt sind. Das ist dann erstmal auch alles von den positiven Punkten. Fangen wir mit meinen Neutralpunkten an. Und ich würde das erstmal als Neutralpunkt aufnehmen, weil ich nicht weiß, ob es bei den anderen Modellen auch so ist. Und das ist die Passgenauigkeit zwischen Lauf und Nozzle. Das heißt, wenn ich jetzt die beiden Systeme miteinander verbinde, das hakelt bei mir. Es ist wirklich nicht mal ein Millimeter. Ich muss es nur ein bisschen nach unten drücken, das Nozzle, und dann kann ich den Lauf ganz bequem einschieben. Funktioniert hier bei mir leider nicht. Von daher mache ich das mal als Neutralpunkt. Nächster Neutralpunkt, auch wie gehabt, ich komme mit diesen Markings nicht klar. Die sind mir einfach viel zu fett.
könnte man ja ins Gewehr eingravieren, einlasern lassen. Ja, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, von daher mache ich das als Neutralpunkt. Negativpunkt habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe sie ja erst seit Ende August in meinen Händen und habe jetzt damit einmal gespielt. Und die sieht immer noch aus wie neu. Wie gesagt, die ist mir auch einmal runtergefallen, hier richtig fett hier unten raufgezimmert und hat keinerlei Beschädigung. Funktioniert wie gerade frisch ausgepackt. Von daher habe ich erstmal keine Negativpunkte. Von daher machen wir weiter mit meinem Fazit und der Kaufempfehlung. Ja, Fazit und Kaufempfehlung. Was ich jetzt sage, ist wirklich persönlich gemeint, weil ich sage, ich kenne mich mit den ganzen Elektro-Versionen von der Steyr auch nicht aus. Das ist meine allererste und ich kann einfach nur das sagen, was ich empfinde, nachdem ich sie ausgepackt habe, nachdem ich sie eingestellt habe, nachdem ich mit ihr gespielt habe. Das ist jetzt hier mein Fazit und da muss ich ehrlich sagen, ich bin absolut zufrieden. 329 € bekommt man eine ordentliche Steyr auch in die Hand. 3,5 Kilo, das fässt sich so solide an. Und mit den 0,32 Gramm BBs läuft das System hier out of the box ohne Probleme. 50, 60 Meter sind Treffer drin. Ihr habt gesehen, auf 30 bis, ich weiß nicht, 30, 40 Meter konnte ich sogar kleine Büchsen runterpingen. Ohne Probleme, dank hier dieser Dreifachvergrößerung von dem Zielfernrohr. Also für 329 € macht ihr überhaupt nichts falsch. Und wenn ihr so ein bisschen taktikcool seid und mehr was Modernes haben wollt, 349 war es, dann könnt ihr auch die A2-Variante holen. Wie gesagt, die sieht so ein bisschen aus wie die A3 SAM2. Wenn das was für euch ist, alles kein Problem. Von daher bin ich jetzt absolut glücklich, dass ich jetzt meine neue Spieler-Airsoft gefunden habe. Die Steyr auch hier als AEG und mein liebstes Sammlerstück, die GHK Steyr, auch wenn die in die Hand nehme, die ist ein bisschen leichter. Ne? Ich glaube, die wiegt 3,3 Kilo und es ist irgendwie auch ein bisschen ausbalanciert, wenn ich die so halte. Ja? Die ist wirklich richtig schön ausbalanciert. Also ich habe da kein Magazin drin, mal sehen. Ja, gucken. Ja doch, die ist ausbalancierter als hier die von Northridge. Aber es liegt wirklich daran, dass hier die Gearbox hier hinten hängt. Ja, das hängt nach hinten durch, ja. Nur mal das zum Schluss. Ja, weil ich beide jetzt in den Händen halte, denke ich mal, schließe ich jetzt das Review ab mit meinem Standardspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Und gibt es ein weiteres Video von mir. Bleibt mir alle gesund und munter. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. So, ich mache jetzt hier noch mal ein paar Bibis raus aus der Elektro-Variante von Northridge. Und auch nochmal, das lasse ich mir nicht nehmen, noch ein paar Dinger aus der GHK. Was ein Sound.